Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des preußischen Kraftfahrers aus dem Jahr 1915 von John Smith Modellbau im Maßstab 1:35. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich schon in der Vergangenheit einige Figuren von John Smith Modellbau vorgestellt und auch schon gebaut und bemalt, vornehmlich in den Maßstäben 1:16 und 1:32, und mir haben bisher eigentlich alle Figuren immer sehr gut gefallen, weshalb ich mich durchaus als Fan bezeichnen würde. Mittlerweile habe ich auch regelmäßigen Kontakt mit John und so hat sich's ergeben, dass ich euch heute seine neueste Figur, diesen preußischen Kraftfahrer aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, mal näher vorstellen darf. Eigentlich ist John für seine Figuren im Maßstab 1:16 bekannt, aber er erweitert sein Portfolio ein bisschen und bringt seine neuesten Racing-Figuren auch in anderen gängigen Maßstäben raus. Den Kraftfahrer zum Beispiel gibt es in den Maßstäben 1:35, 1:32 und 1:16 und als Büste im Maßstab 1:10. Ich denke, da kommen doch alle Figurenliebhaber auf ihre Kosten. Den Schritt, die Figuren auch im weit verbreiteten Maßstab 1:35 anzubieten, finde ich sehr gut, denn mittlerweile gibt es ja auch relativ viele Fahrzeugbausätze aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo so eine Figur auch gut dazu passen kann. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren noch weitere Neuerscheinungen zu diesem Thema sehen werden. Gut, schauen wir uns jetzt an, was der John wieder gezaubert hat. Eins gleich mal vorneweg, die hier vorliegende Figur kommt aus der Vorserie. Das betrifft vornehmlich die Verpackung, die kann beim endgültigen Produkt ein bisschen anders aussehen, aber ich denke, das ist eher Nebensache. Hier vorne auf der Verpackung haben wir dann das Vorbildfoto für diese Figur. Finde ich, ist eine sehr schöne Vorbildwahl. Der Fahrer hier mit dem Zylinderhut, das war natürlich sicherlich nicht der Standard, aber vielleicht gab es bei den Kraftfahrern da weniger strikte Vorschriften. Finde ich cool. Ist vielleicht auch interessant für Modellbauer, die sich für den Steampunk ein bisschen interessieren. Ja, die Schachtel ist aus Karton, ausreichend stabil, und wir finden innen drin gleich mal so zwei Beipackzettel und hier einen Beutel mit den Teilen für die Figur, und gepolstert ist das Ganze mit Holzwolle. Auch nicht schlecht, muss ja nicht immer alles aus Kunststoff sein, also Holzwolle ist ja jetzt durchaus nicht verkehrt. Und hier haben wir noch eine Visitenkarte von John Smith Modellbau, hier mit einem riesigen Kopf verziert. Finde ich ganz nett. Schauen wir uns kurz noch die Beipackzettel näher an. Ein Zettel hier ist reserviert mit Sicherheitshinweisen zur Handhabung von Resinteilen. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, nachdem Resin doch relativ schädlich sein kann. Und der zweite Zettel, ja, dient so als rudimentäre Bauanleitung und Bemalungsanleitung. Wir haben hier unten nämlich eine Auflistung mit sämtlichen Uniformteilen und mit auch einfachen Farbangaben dazu. Hier hinten dann auch noch ein paar Infos zur Ratte. Da ist auch eine Ratte dabei, da kommen wir dann später noch dazu. Und hier noch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Alles auf Englisch, finde ich ausreichend. Früher waren die Beipackzettel von John Smith Modellbau wesentlich umfangreicher. Kann man aber nach wie vor heute noch haben. Hier zu dieser Figur sind es insgesamt 7 DIN A4 Seiten. Wenn man das haben will, einfach eine E-Mail an John schreiben und der antwortet dann und sendet einem das als PDF-Datei zu. Ja, wie man sehen kann, hier ist es natürlich wesentlich umfangreicher mit viel Text dazu und Erklärungen, finde ich sehr interessant. Da sieht man auch gleich, dass John viel mit Experten zusammenarbeitet, vornehmlich Leute, die so Uniformgegenstände und so weiter sammeln und da eben auch die Informationen bereitstellen, was natürlich auch dazu führt, dass die Figuren sehr gut recherchiert sind und ja auch korrekt dargestellt sind. Ja, finde ich sehr schön. Machen nicht alle Hersteller so, und ja, wie gesagt, die Informationen sind mittlerweile nicht mehr ganz so umfangreich, aber wer das haben will, kann einfach mit John in Kontakt treten. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier seht ihr die Übersicht aller enthaltenen Teile. Insgesamt sind es 9 Stück.
wobei zwei Teile ja alternativ sind, nämlich der Oberkörper und der Kopf. Das liegt ja in mehrfacher Ausführung bei, hat den Grund, wir haben einmal hier den Kopf mit dem Zylinder und alternativ auch einen Kopf mit der normalen Feldmütze, wie man es hier auch sehen kann, und dann auch noch zwei Oberkörper, wobei eben bei einem Oberkörper hier auf der Schulter noch eine Ratte sitzt, um das Ganze noch ein bisschen mehr Steampunk-mäßig zu machen. Und nachdem er das nicht so als Einzelteil gießen konnte, ja, haben wir hier eben noch einen Oberkörper ohne Ratte, für die Leute, die das nicht wollen. Also finde ich sehr gut gelöst, vorbildlich. Also das macht einen sehr guten Eindruck. Schauen wir uns das Ganze dann noch im Detail an. Hier die beiden Köpfe. Ja, wie man sehen kann, das Gesicht ist wirklich sehr schön geformt und detailliert. Wenn man jetzt da zum Beispiel mal die Ohren anschaut. Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Sieht auch sehr natürlich aus. Da merkt man auch gleich, dass der John diverse Fachliteratur hat zur menschlichen Anatomie und das hier auch sehr gekonnt einfließen lässt. Ja, sieht spitze aus. Also ich kann hier auch keine Makel erkennen, wie Lufteinschlüsse und so weiter. Also der John weiß schon, wie man mit Resin umgeht. Ja, detaillierungsmäßig alles perfekt. Zum Versäubern haben wir auch nicht viel. Hier am Nacken ist so ein kleiner Steg und hier unten einfach ja das hier vom Block abtrennen und das war's. Also das ist sehr pflegeleicht. Hier dann die beiden Oberkörper, einmal mit Ratte auf der Schulter, einmal ohne Ratte. Wie gesagt, das finde ich sehr gut, dass das hier so doppelt beiliegt, dass man einfach diese Option hat und das Ganze auch eben sehr einfach gelöst ist. Ja, die Uniform sieht sehr schön aus. Hier dieser Ledermantel mit dem Faltenwurf. Auch die Schulterklappen und so, das ist alles sehr scharf abgesetzt und da merkt man auch gleich, dass diese Figur genauso auch im Maßstab 1:16 erhältlich ist und da müssen die Details natürlich auch stimmen. Hier vorne dieses runde Kästchen, das ist eine Magnettaschenlampe. Schönes kleines Detail. Und dann hier die Ratte für alle, die auf Steampunk stehen. Da ist hier unterm Kopf ein ganz kleiner Steg zum Entfernen, aber mehr auch nicht. Ja, also das Ganze sucht doch seinesgleichen. Hier unten haben wir dann die Positionen für die Beine, hier dann für die Arme, also das Ganze sollte dann auch sehr passgenau sein beim Zusammenbau. Ja, Spitzenklasse. Ich denke, ihr werdet selten was Besseres gesehen haben. Hier dann die Beine. Auch hier haben wir großartige Details. Keine Mängel zu sehen wie Grat oder Lufteinschlüsse. Und das Ganze ist auch sehr einfach zum Versäubern. Wir müssen nur hier unten an der Schuhsohle den Angusblock entfernen und das war's. Also da merkt man auch, dass der John sich da viel Gedanken macht beim Formenbau, damit die Angüsse wirklich so platziert sind, dass sie möglichst nicht stören. Ja, und mal so probehalber die Passgenauigkeit. Können wir ja gleich mal prüfen. Ja, ist einfach perfekt und es hält schon einfach so durchs Reinstecken hier. Also das ist wirklich perfekt. Wunderbar. Wenn nur alle Riesenfiguren so wären, ich glaube, da wären alle Modellbauer sehr glücklich. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Arme und einen Pistolenholster für euch. Hier, der hält eine Zigarette. Ja, also die Hände super fein ausgeformt. Und auch hier kann ich keine Mängel erkennen. Oft ist es so bei Resinfiguren, die nicht so qualitativ hochwertig sind, dass die Hände dann
eher ausschauen wie so Handschuhe, sage ich mal. Aber hier ist alles fein abgesetzt. Man kann sogar, wenn man genau hinschaut, die Fingernägel erkennen. Also das ist wirklich ganz großes Kino. Ja, ich finde auch diese Hinterschneidung ganz schön hier am Ärmel. Bei anderen Figuren ist es einfach so ein Klotz, der dann ja einfach gerade abgeschnitten ist und da ist dann so eine Hand rangeflanscht. Aber hier ist es einfach ja realistischer dargestellt. Oh, toller Faltenwurf. Hier der Angusblock ist auch gut zum Versäubern. Pistolenholster. Ja, spitze. Also besser kann man es nicht machen. Ja, größtes Lob und Anerkennung an John. Ist wirklich eine sehr hübsche Figur und ich werde sie jetzt mal für euch montieren, damit ihr mal auch sehen könnt, wie das aussieht, wenn das alles beisammen ist. Hier dann die fertig zusammengebaute Figur. Wie man sehen kann, habe ich mich gegen die Ratte entschieden und für den Kopf mit der Feldmütze. Das Ganze passt so nämlich sehr gut zu einer Dioramen-Idee, die ich schon länger habe. Ja, wie man sehen kann, die Figur macht wirklich einiges her. Man muss bedenken, das ist Maßstab 1:35. Aber die Details sind eigentlich genauso stark wie bei einer 1:16er Figur, würde ich mal sagen. Also wirklich sehr beeindruckend. Ja, hat auch alles perfekt zusammengepasst. Ihr seht, hier ist nichts gespachtelt. War auch super schnell versäubert. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt vielleicht 15 Minuten gebraucht, um das hier so zu montieren. Also das ist doch wirklich wunderschön. Und so eine hochdetaillierte Figur bemalt sich auch relativ einfach, weil man muss mit den Farben einfach nur der Kontur folgen. Eine Figur, die nicht so schön detailliert ist, dann auf einen hohen Standard zu bringen bei der Bemalung, ist wesentlich schwieriger. Also, ich bin sehr beeindruckt und auch sehr glücklich. Solche Figuren braucht das Land. Also ich hoffe, dass John da noch ein bisschen mehr in dieser Art auf den Weg bringt. Was im Maßstab 1:35 auch immer sehr wichtig ist, sind zusätzliche Köpfe, damit man vielleicht auch Figuren von anderen Herstellern ein zeitgemäßes und detaillierteres Aussehen verpassen kann. Auch hier hat John sehr viel im Angebot. Er hat mir jetzt hier eine Auswahl von 26 Köpfen zugesendet. Sind hauptsächlich Deutsche, aber auch ein paar Franzosen dabei oder hier auch mal ein Kopf, der ja mehr oder weniger für alles funktioniert. Finde ich gut, weil da ist einfach ein großer Markt auch da. Man muss nur an so Hersteller wie Hornet denken zum Beispiel. Die machen ja eigentlich nichts anderes als Köpfe und Hände und damit lassen sich dann auch relativ einfache Plastikfiguren leicht aufwerten und interessanter gestalten. Und das finde ich ist eine gute Sache, dass John da sich der Sache auch annimmt und diese Köpfe eben anbietet. Also wie man sehen kann, die sind auch sehr schön, selbe Qualität auf jeden Fall. Verschiedenste Kopfbedeckungen und Gesichtsausdrücke dabei. Finde ich sehr hübsch. Und die zu verarbeiten ist ja auch relativ leicht. Einfach ersetzen den Kopf. Manchmal muss man vielleicht noch in den Torso vielleicht ein kleines Loch bohren, damit die Köpfe da schön versenkt sind und ja, gut sitzen. Aber das ist eigentlich schon das Äußerste. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal die Auswahl an Köpfen anschauen. Ich bin mir auch sicher, dass der John da noch ein bisschen mehr bringen wird in Zukunft. Ist jetzt hier thematisch natürlich alles fokussiert auf den Ersten Weltkrieg, aber das ist ja an und für sich auch ein sehr interessantes und beliebtes Thema. Ja, ich denke, da kann man eigentlich dem John nur größtes Lob und Anerkennung aussprechen. Also die Figur ist wirklich spitzenmäßig. Ich habe selten was Schöneres gesehen im Maßstab 1:35 und ich freue mich schon drauf, wenn ich die Figur eines Tages dann auch bemalen kann und in ein schönes Diorama einsetzen kann. Ich habe dieselbe Figur auch im Maßstab 1:16 hier vorliegen. Also wenn ihr wollt, können wir die auch mal auspacken demnächst.
ja, ist im Prinzip dieselbe Figur. Ein paar kleinere Unterschiede gibt es vielleicht. Gerade bei dem Torso, da liegt nur einer bei, weil man natürlich in 1:16 die Ratte natürlich separat fertigen kann. Ja, aber ansonsten wäre es eigentlich dasselbe, aber wenn ihr wollt, kann ich die Figur euch auch noch im Detail mal zeigen demnächst. Die 1:35er Version liegt preislich bei ca. 13 Euro. Das ist für eine Resin-Figur absolut angemessen. Man muss nur schauen, was die anderen Hersteller nehmen, wie Alpine oder Master Club und wie sie alle heißen. Also das ist eigentlich der normale Preis und den finde ich auch absolut angemessen. Man muss ja sehen, was man hier für eine Qualität bekommt und was da auch an Arbeit drin steckt für den John. Wenn euch die Figuren von John Smith Modellbau gefallen und interessieren, dann schaut sie am besten einfach mal auf seiner Homepage vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da kann man, wenn man will, auch gleich schon bestellen. Oder man schaut bei den üblichen nationalen und internationalen Modellbau-Versandhändlern vorbei. Da gibt es ja ein paar, die sich auf Figuren spezialisiert haben. Zum Beispiel in Deutschland Berliner Zinnfiguren. Im Vereinigten Königreich gibt es da noch Hysterex Agents und in Nordamerika Michigan Toy Soldier. Also, ja, wenn man will, diese Figuren sind eigentlich mehr oder weniger weltweit zu beschaffen. Mein Plan für diese Figur ist folgender. Ich möchte ein kleines Diorama bauen, wo es um das Thema Freikorps geht, im Jahr 1919 in Deutschland. Da passt die Figur wirklich hervorragend dazu und ich möchte die Szene dann noch weiter ausstaffieren mit weiteren Resin-Figuren, vornehmlich von Yellow House. Ja, die sollten optisch ganz gut zusammenpassen und ja, ich denke, das wird dann mal eine sehr interessante Szene werden. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch dazu komme, da anzufangen. Ja, auf jeden Fall ist es was, worauf ihr euch mal freuen könnt in absehbarer Zeit. Gut, so viel zu diesem Figurenbausatz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.